Willkommen zum dritten Teil der Videotutorial-Serie über die Verformung im Zustand 2 mit Sophistik. Nachdem wir uns in den ersten beiden Teilen der Videoserie mit der linearen Analyse auseinandergesetzt haben, kommen wir nun zur nicht-linearen Rissanalyse. Dafür habe ich hier im Projektbaum eine neue Gruppe mit dem Namen Nichtlineare Rissanalyse angelegt. Für eine nichtlineare Analyse ist eine vorliegende Bewährungsverteilung als Bemessungslastfall erforderlich. Das heißt, wir müssten dem Programm mitteilen, wo und in welcher Menge Bewährung vorliegt. Normalerweise wird diese Eingangsbewährungsverteilung für die nichtlineare Analyse von der Software als erforderliche Bewährungsmenge aus einem vorherigen Entwurfsschritt berechnet und ist in einem bekannten Bemessungslastfall bereits verfügbar. Ja, und genau das ist ja bei uns der Fall. Hier oben haben wir ja als erstes eine ungerissene Analyse durchgeführt und im Bemessungslastfall 15 ist die Bewährungsverteilung aus ungerissener Bemessung abgespeichert. In manchen Fällen kann es aber notwendig sein, manuell eine feste Anordnung und Bewährungsmenge vorzugeben, die von der Software dann nicht geändert werden darf. Das ist beispielsweise praktisch, um bestehende Decken nachzurechnen. Damit werden wir uns im vierten Video befassen. Ich lege hier aber schon mal eine ja, sagen wir mal, Untergruppe an und nenne sie folgendermaßen: benutzerdefinierte Bewährungsvorgabe erstellen. Hier vorne habe ich ein paar Leerzeichen eingegeben, damit die Gruppe eingerückt dargestellt wird. Gut, heute soll es aber zunächst um den Standardfall gehen, nämlich dass die Bewährung aus einem linearen Bemessungsfall vorliegt. Das ist ja unser Lastfall 15 von hier oben. Also lege ich ebenfalls eine eingerückte Gruppe an und nenne sie nichtlineare Rissanalyse mit Bewährung aus Lastfall 15. Der Anfangspunkt ist also die Bewährung aus der ungerissenen Bemessung. Ja, zur besseren Übersicht dupliziere ich den WinGraph-Task hier und schiebe ihn dort herunter. Und das Kopie von, das will ich hier wieder löschen. Wunderbar. Die restliche Benennung soll gleich bleiben. Jetzt brauche ich eine Lastfallkombination, mit der ich die nichtlineare Berechnung durchführen kann. Hier jetzt aber bitte Vorsicht, Achtung, wir wollen nicht wie bisher Ergebnisse kombinieren, sondern wir wollen eine nichtlineare Lastfallkombination erstellen. Rechte Maustaste, neuen Task einfügen. Ich darf jetzt also nicht hier den Lastfallergebnisse kombinieren auswählen, wie wir es zuvor gemacht haben, sondern muss den Task Lasten kombinieren nehmen. Der wird jetzt wieder umbenannt in Lastenkombi für gerissene Analyse GZG basierend auf Lastfall 15. Mit einem Doppelklick öffnen. So, jetzt eine neue Lastkombi anlegen. Die Lastfallnummer
soll 3500 sein. Der Typ ist weiterhin GZG quasi ständig. Und dann nehme ich wieder eine Bezeichnung und die soll lauten GZG gerissen basierend auf Lastfall 15. So, jetzt dann wieder Lastfälle mit den Faktoren auswählen, also G mal 1,0 und Q mal 0,3 und schließen und rechnen. Das nächste sind wir die Standardbemessungsparameter. Den Task dupliziere ich wieder, schiebe ihn hier runter, dann das Kopie von will ich wieder löschen, öffnen, das Urs nehme ich raus und schließen und wieder einmal berechnen. Jetzt kommen wir dann zur nichtlinearen Bemessung. Dafür benötigen wir den Task nichtlineare Bemessung, also hier nichtlineare Berechnung im GZG Flächenelemente. Den Task will ich auch natürlich umbenennen. Das soll also nichtlineare Analyse GZG basierend auf Lastfall 15 heißen. Mit Doppelklick öffnen und hier taucht jetzt der gerade erzeugte Lastfall 3500 auf. Wenn er bei Ihnen hier nicht zu sehen ist, prüfen Sie bitte nochmal, ob Sie wirklich den richtigen Task vorhin verwendet haben. Schauen Sie, hier muss ein roter Pfeil zu sehen sein und eben nicht wie zuvor hier oder hier ein grüner Pfeil. Okay, wir aktivieren den Lastfall 3500 GZG gerissen, basierend auf Lastfall 15. Wir verwenden natürlich die Bewährungsverteilung Lastfall 15 und speichern die neue Bewährung als Lastfall 35. So, nun definieren wir die Art der Nichtlinearität, die für diesen Analyselauf berücksichtigt werden soll. Zur Definition der Art der Nichtlinearität stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Die Option Nichtlineare Federn ist immer aktiv. Sie bewirkt, dass alle Federn, Seile oder Bettungen, für die im Projekt nichtlineare Eigenschaften verfügbar sind, nichtlinear berechnet werden. Die Option Abhebende Ecken bewirkt, dass die Plattenauflager nur auf Druck wirken, tritt an einem Stützknotenzug auf, deaktiviert die Software diesen Stützpunkt. Für die Aktivierung dieser Option ist es übrigens nicht erforderlich, nichtlineare Lager zu definieren. Und schließlich haben wir die Option Zustand 2. Sie aktiviert nichtlineare Materialeigenschaften und Arbeitsgesetze für die Sophistic FWM Elemente, die sogenannten Quads. Wenn die nichtlinearen Quads, also Zustand 2, aktiv sind, wird jedes Quad-Element in Schichten, standardmäßig 10 Stück, unterteilt. In jedem Schritt der nichtlinearen Analyse werden die Spannungen für die Ränder jeder Schicht berechnet und anschließend über alle Schichten integriert, um die Schnittgrößen zu bestimmen.
Anschließend werden die Kräfte in der Bewegung einschließlich des Tension-Stiffening-Effekts addiert. Abschließend wird eine unabhängige Prüfung der Schubspannung der Platte durchgeführt. Hier im Dialog stehen Optionen zur Steuerung der im Analyselauf verwendeten Materialeigenschaften zur Verfügung. Insbesondere können die Auswirkungen der Betonhalterung mit folgenden Optionen gesteuert werden. Da haben wir den Kriech-Beiwert hier mit 2,0 angegeben und den Schwind-Beiwert hier mit minus 0,0003 voreingestellt. Darüber hinaus ist es möglich, vorübergehend außer Kraft zu setzen die maximale Zugfestigkeit zur Zugversteifung, also Tension Stiffening, und die maximale Zugfestigkeit des Betons und darüber hinaus im Reiter Steuerparameter hier die Grenzschubspannung. Standardmäßig verwendet die Software die Materialdefinition, die in den Materialdefinitionen festgelegten Eigenschaften. Eine detaillierte Erläuterung der verfügbaren nichtlinearen Effekte und ihrer Implementierung für Quad-Elemente finden Sie im Handbuch des Moduls HASE Kapitel 2.12 Material nichtlineare Berechnungen von Platten und Schalen. Wenn Sie hier mehrere Lastkombinationen untersuchen wollen, empfiehlt es sich, mit einer kleinen Anzahl ausgewählter Lastkombinationen zu beginnen und alle benötigten Kombinationen erst nach Festlegung der Parameter auszuwählen, weil die Durchführung einer nichtlinearen Analyse ja durchaus zeitaufwendig sein kann, da jede Lastkombination einzeln analysiert wird. Bevor wir den Rechenlauf starten, sehen wir hier noch folgenden Hinweis. Dieser Task im GZG berechnet nur ein nichtlineares Materialverhalten für die Quad-Elemente. Beam- oder Stabelemente verhalten sich linear. Es ist aber möglich, die Steifigkeit dieser Beam-Elemente für diesen Analyselauf zu reduzieren. Dies ermöglicht die Anwendung einer reduzierten, also einer gerissenen Steifigkeit für alle Beams. Standardmäßig wird eine Reduzierung auf 60% der vollen Steifigkeit, und deswegen steht hier Steifigkeit von Biegestäben gleich 0,60 angewendet. Okay, dann lassen wir den Task rechnen. Eine nichtlineare Analyse ist immer ein iterativer Prozess, der zu einem Gleichgewicht, also geringe Restkraft, stabiler Energiewert und so weiter konvergieren sollte. Ist dies nicht der Fall, gibt die Software Warn- und Fehlermeldungen aus. Verschiedene Aspekte können zu Konvergenzproblemen führen, also keine Mindestbewährung oder die Spannungen und Dehnungen liegen über den Materialgrenzen und so weiter. Eine Erhöhung der Iterationsanzahl reicht dann möglicherweise nicht immer aus, um Konvergenz zu erreichen. Aber auch wenn keine Konvergenz erreicht wurde, stehen Ergebnisse zur Verfügung, die helfen zu verstehen, welcher Aspekt problematisch ist, insbesondere wenn das Konvergenzproblem mit der Überschreitung der Materialdehnungs- oder Spannungsgrenzen zusammenhängt, ermöglicht die in der Grafik verfügbaren nichtlinearen Dehnungen und Spannungen die Identifizierung der überlasteten Quad-Elemente. Weitere Informationen und Unterstützung zu Konvergenzproblemen finden Sie im Handbuch HASE, Kapitel 2.12.8, Iterationssteuerung, Verbesserung der Konvergenz. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Konvergenzproblemen, deren Lösung, deren Diagnose.
Insbesondere die Spannungen können wir uns detailliert in der Systemvisualisierung ansehen. Dafür gehen wir auf Start, System. Hier wählen wir natürlich den Lastfall 3500 aus und stoppen dann mal die Animation. Jetzt können wir für jedes Quad-Element, zum Beispiel hier die Spannungen, uns ansehen, beispielsweise so. Oder wir können hier auf weitere Ergebnisse umschalten. Gut, legen wir jetzt die WinGraph Ergebnisgrafiken für die Verformung und die erforderliche Bewährung noch an. Rechte Maustaste, Task einfügen, interaktive Grafiken. Das will ich wieder umnennen in interaktive Grafiken, gerissene Deckenverformung GZG basierend auf Lastfall 15 und wir stellen ein Ergebnisse, Knoten, Knotenverschiebungen in Global Z, Darstellung als Höhenlinie, Lastfall 3500. Dann sehen wir hier als ungünstigsten Wert 14,723 Millimeter. Das ist dann nochmal ein ganzes Stück mehr als in der linearen Betrachtung. Speichern und schließen. Jetzt noch die Bewährungsgrafik. Dazu dupliziere ich den Task von hier, schiebe ihn runter und nenne ihn um. Das soll werden interaktive Grafiken, Lastfall 35 GZG aus, also erforderlicher S aus gerissener Bemessung. Und jetzt müssen wir nur noch den Lastfall 35 einstellen. Hier steht noch 25, also Lastfall 35 auch hier und auch, hatten wir vorhin auch schon mal oder in einem anderen Video schon mal, auf der zweiten Seite ebenfalls Bemessungslastfall 35. So ist richtig. Speichern und schließen. Einen guten Überblick gibt im Übrigen auch der Berechnungsbericht, den wir hier beim Task nichtlineare Analyse GZG basierend auf Lastfall 15 über Rechtsklick Ergebnisse aufrufen können. Ja, dort werden zum Beispiel die genauen Arbeitsgesetze von Beton und Bewährungsstahl, die in der Analyse verwendet wurden, ausgedruckt und eine vollständige Statistik der nichtlinearen Effekte, also berechnete maximale Betondruckspannung, maximale Bewährungsstahlspannung und so weiter, ist hier verfügbar. Die Videos dieser Videoserie folgen übrigens dem offiziellen Sophistic Tutorial Analysis of Cracked Concrete Slabs. Und hier finden Sie auch die Projektdaten im Revit und AutoCAD-Format. Damit sind wir am Ende der nichtlinearen Rissanalyse in diesem Video angelangt. Bleibt noch der Fall hier übrig, nämlich dass man manuell eine feste Anordnung und Bewährungsmängel vorgeben möchte, um eine bestehende Decke nachzurechnen. Das werden wir uns dann im vierten Video anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.